Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier habe ich heute einen ganz tollen Maserati Mistral Spider mit der 4-Liter Maschine. Das Auto ist sehr, sehr selten. Es ist ein Original Spider, ist eine wirklich rassische, klassische, wunderschöne Italienerin, Baujahr 1970. Das heißt also, das ist das letzte Baujahr, wo dieser Wagen überhaupt gebaut wurde. Danach gab es ja dann den Ghibli Spider, auch bekannt, ist ja noch wertvoller, wenngleich auch diese Autos sehr, sehr hoch gehandelt werden, weil sie total selten sind. Und die Optik von diesem Auto entspricht noch den 60er Jahren. Also schaut euch das mal an. Der hat eine dermaßen rassige Linie. Ist ein wunderschönes Fahrzeug. Hinzu kommt bei diesem Maserati, dass er diese tolle Farbgebung hat. Er ist Anthrazit-Metallic. Er hat rotes Leder. Und wie der sich fährt und was er so alles kann, das erkläre ich euch jetzt gleich. Wir machen jetzt gleich eine Probefahrt. Wir haben das große Glück, dass wir heute wieder traumhaftes Wetter haben hier im Beuerberg. Der Schnee hat uns noch verschont. Deswegen werden wir diesen tollen 4 Liter mit 255 PS gleich mal fahren. Er fährt übrigens eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern, braucht 6,5 Sekunden von 0 bis 100. Das sind ja Werte, die sind ja heute noch klasse. Und das als italienischer rassiger Sportwagen, der mittlerweile 50 Jahre alt ist, das ist schon ein ganz besonderes Highlight, denke ich. So, jetzt geht's gleich los mit unserem tollen italienischen Sportwagen. Ich habe schon richtig Vorfreude, ist ja was ganz Besonderes, das hat man nicht alle Tage. Und jetzt würde ich sagen, Paul, den Platz, wir fahren mal runter, vielleicht kommen wir auch bis an Simsee und zeigen euch mal ein herrliches Video. Also ich persönlich finde ja diese Sportwagen aus der Zeit, die Zeit der großen GTs, absolut fantastisch und einmalig. Das Interessante an unserem Auto ist, es ist ein Spider, das heißt also die offene Version eines sowieso schon sehr, sehr seltenen Maserati. Und es sind ja einige von denen verschollen oder in einem so schlechten Zustand, dass sie gar nicht mehr auffindbar sind. Insofern sagt man, es gibt heute nur noch 20 Stück. Und dieser hier ist einer dieser 20 wirklich ganz hervorragenden, ganz, ganz seltenen Autos. Der hat vor allen Dingen offen eine wahnsinnige Form. Das zeigen wir euch gleich mal. Das Auto hat so richtig Sexappeal und ist für mich einer der schönsten Spider, die die Italiener in den 60er Jahren überhaupt gebaut haben. Hier könnt ihr den Dreizack sehen, wofür ja Maserati weltbekannt ist. Und hier ein Tachometer, immerhin 1970 bis 300 Stundenkilometer, woran man unschwer erkennen kann, dass diese Dame verdammt schnell unterwegs war. Ja, das macht Spaß. Das spürt man jetzt schon. Die 4-Liter-Maschine ist übrigens der letzte rein 6-Zylinder, der gebaut wurde. Danach gab es ja nur noch V-Motoren bei der Firma Maserati. Also sagt mal selbst, es gibt doch wirklich kaum eine schönere Form als dieser wahnsinnig elegante Sportwagen, wo dieses toll auslaufende Heck mit dieser feinen, roten, edlen Lederinnenausstattung, den tollen Boranis, auf die der Maserati Mistral hier steht. Es ist doch einfach ein sensationell schönes Fahrzeug, finde ich jedenfalls. Der hat eine Linie, man sieht auch so genau die Übergangszeit zwischen den 60er und 70er Jahren. Das ist übrigens eine Karosserie von Frua, habt ihr sicherlich schon gehört. Und dieser hier, der Mistral 4000, gehört sicherlich zu den schönsten Frua Designelementen, die er je gebaut hat, zu den schönsten Designentwürfen, die er je gebaut hat. Also für mich ist das einer der schönsten Kreationen, die es überhaupt gegeben hat im italienischen Motoren- und Sportwagenbau, im Sportwagenbau. Und das könnt ihr sehen an diesen tollen Linien. Das ist ja von Frua ein Fahrzeug, wie ich eben schon gesagt habe. Hier oben die Hutze auf der Motorhaube, hier die Lufteinlässe. Das ist unglaublich schön designt. Dann dieses ganz edle, feine, zulaufende Design um die Lampen. Dann diese ganz schmalen Chrom Stoßstangen.
Also insgesamt ein sehr edles Auto mit ganz, ganz schicken, tollen Designelementen. Hier der gesamte Fensterrahmen ist auf massivem Chrom. Dann diese ganz langgezogenen, feinen Ausstellfenster. Die gibt es ja heute gar nicht mehr, Ausstellfenster. Damals gab es diese noch und das ist ein tolles Chromelement. Also wenn man hier mal guckt, ein tolles Designelement. Wenn man da mal schaut, wie massiv und wie edel das alles gebaut ist hier. Massiver, bester Chrom. Also das ist ja wirklich künstlerisch auch ganz einmalig. Und so ist dieser gesamte tolle Fensterrahmen hier zu sehen, sehr dick. Hier oben aber normal eine Chromleiste oben drauf. Gibt es bei den meisten Autos eigentlich gar nicht mehr. Diese ganz feinen Sonnenblenden hier sehr edel gemacht. Und hier unten drunter, es ist ja ein Roadster, also ein Spider, da ist dieses flache Verdeck, was komplett in der Karosserie verschwindet. Das haben wir jetzt nicht drauf gemacht. Ich bin der Meinung, wir haben ja heute traumhaft schönes Wetter und den muss man einfach offen fahren. Und diese wahnsinnig schöne, elegante Linie kommt vor allen Dingen dann so richtig zur Geltung. Auto ist restauriert worden die letzten 30 Jahre. Wir haben Belege vom Vorbesitzer, so eine dicke Akte. Das Auto ist aber keine Eins, das muss ich dazu sagen. Es sind ja viele Italiener immer wieder gut am Leben erhalten worden. Es ist kein voll restauriertes Auto, es ist immer wieder was gemacht worden, das sieht man auch. Und bei so einem Fahrzeug ist es kein Problem, wenn da bei einer Reparatur nochmal 20.000 verschwinden. Das kann auch bei dem Auto passieren. Wir haben so Kleinigkeiten an der Karosserie entdeckt, aber die kann man machen, weil, ihr wisst ja, das Besondere an dem Auto ist, das ist eine Rarität. Es gibt nur noch 20 Stück, der ist echt, das ist kein abgeschnittenes Auto, das ist ein originales Auto. Dann hat er diese wahnsinnig schöne Farbkombination, er ist eben nicht weiß oder knallrot, er ist Anthrazit mit weinrotem Leder. Also ich sag mal, eleganter und schöner kann italienischer Sportwagen aus dieser Zeit eigentlich kaum sein. Ich finde das Auto absolut klasse. Wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Fahrt. Man hat eben schon gehört, wenn man aufs Gas tritt, der brummt auch richtig, hat richtig sonoren Sound, wie sich sowas für einen Sechszylinder-Reihenmotor von Maserati auch gehört. Und das werden wir jetzt gleich machen. Übrigens, Technik, Maschine, das ist auch alles gemacht worden, ist aber alles schon 10 bis 20, 25 Jahre her. Die Belege gibt es. Das ist zum einen in Italien gemacht worden bei Spezialisten, das kann man sehen, die sind auch bekannt, und zum anderen hier in Deutschland. Der jetzige Eigentümer ist auch Deutscher, das Auto schon sehr, sehr lange hier, seit über 20 Jahren. Geschichte und Historie, passt alles zusammen, ist alles vorhanden. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich fahre mal noch ein bisschen los. Italiener drauf. Und wenn man Italien so ein bisschen kennt, dann weiß man auch warum. Wo diese ganze Eleganz herkommt, also ein Auto passt wirklich nach Italien. Ist natürlich hier auch, wenn man ihn hier fährt, also erst recht schön. Aber man versteht, wenn man Italien kennt, warum die dort so schöne Autos gebaut haben. Das passt einfach zum Land. Wir haben das große Glück, dass wir so ein besonderes Auto jetzt fahren dürfen und hier sogar im Verkauf haben. Schön schaltendes, kurze Schaltwege hat er übrigens. Schöner Holzschaltknauf. Man hat auf schöne Details hier geachtet bei dem Auto. Er hat einen schönen kernigen Sound, so wie sich das gehört für einen reinrassigen Italiener. Also laufen tut ja klasse. Ihr hört auch, dass der richtig pumpt. Da geht was nach vorne bei dem Wagen. Schönes Teil, ein richtiger Sportwagen. So muss sich ein echter Italiener anfassen, anfühlen. Tolles Auto, begeistert mich. Da haben wir das Glück heute, dass wir ihn sogar offen fahren dürfen bei dem schönen Wetter. Toller Sportwagen, hat übrigens auch ein sehr, sehr gutes Fahrwerk. Er liegt gut, er bremst gut. Das ist ein Auto, was mir ein sicheres Gefühl gibt. Ich kenne eine ganze Menge alte Autos, die geben mir nicht immer ein sicheres Gefühl. Der ja. Wollen wir doch noch mal schauen, was unsere Italienerin noch alles kann. Also fahren jedenfalls kann sie vorzüglich und die Leute und Passanten beeindrucken kann sie auch. Ist aber kein peinliches Auto, ist ein Wagen, der wirklich ganz hervorragend elegant rüberkommt, ohne aufdringlich zu wirken. Ist einfach ein echter Klassiker. Also dieses Auto
ist. Der Drehzahlmesser hat ausgesetzt, aber das ist nicht so schlimm. Man kann das ja auch ein bisschen nach Gehör fahren, so ein Auto. Man muss ja nicht voll losmachen, aber hier, ja, das macht Spaß. Tolle Maschine. Ja, kann ich mir vorstellen, dass der wirklich 240 gefahren ist und dass dieses Auto wirklich diese tollen Fahrleistungen hat. Das ist ein sehr aggressives Auto. Auf Schlag passiert da was, wenn man drauf tritt. Also nachdem wir jetzt die letzten Jahre immer öfter italienische Sportwagen zu Gast hatten und verkauft haben, kann ich diese Vorliebe für italienische, rassische Autos mittlerweile echt verstehen. Sportwagen, italienische Sportwagen. Wenn ihr so etwas habt, das verkaufe ich unheimlich gerne. Bietet mir gerne solche Autos auch an. Bisher ist bei uns keiner stehen geblieben. Es gibt immer gute Preise dafür. Also wer einen tollen Wagen aus den 50er, 60er, 70er Jahren der italienischen Marken kennt, der soll mich gerne anrufen unter 08036 und dann die 7004. Ich komme vorbei und wir werden uns sicherlich handelseinig. So, unsere Probefahrt geht langsam hier etwas dem Ende zu. Wir brauchen vielleicht noch 1000 Meter. Hat total Spaß gemacht. Alleine jetzt hier auf dieser Fahrt, auf dieser Reise, haben uns 5 Leute gefragt, was das Auto denn wohl kostet und was das für ein tolles Auto denn sei. Das hätten sie noch nie gesehen. Sei ja so ein fantastisch schöner Wagen und das kann ich nur bestätigen. Was mich überrascht bei dem Auto ist, wie viel Kraft er hat. Der geht unheimlich zur Sache. Der hat eine gewaltige Maschine. Diese 4 Liter bringen richtig was und den könnt ihr richtig sportlich fahren. Also ich glaube auch die Nachfolgegeneration vom Mistral Spider, der ist nicht schneller gewesen als dieser hier. So, jetzt zeigt sich unsere Probefahrt wieder einmal dem Ende zu. Wir haben die letzten 8 Wochen sage und schreibe 50 Probefahrten gemacht. YouTube ist ja neu für uns, das hat aber einen Riesenerfolg. Und das Schöne ist, mir macht das auch einen Riesenspaß, diese Autos alle zu fahren. Wir haben ja mit über 120 Autos wirklich tolle Autos auch da. Und die müssen gezeigt werden, die müssen gezeigt und gefahren werden. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass Greta Thunberg nicht überall immer die Vorderhand behält, sondern das ist einfach Faszination. Das ist Spaß pur und das gehört zum Leben. Diese Faszination darf nie verloren gehen. Und die paar Gramm, die so ein Auto ausstößt, wenn man das im Jahr 1000 Kilometer fährt, das macht gar nichts. Wir sind heil angekommen wie immer, hat eine riesen Laune gemacht. Das ist ein richtig tolles Auto. Das kostet zwar, ich sag mal, unter 1 Million, aber über 500. Dazwischen muss man sprechen, aber er ist selten. Es gibt nur 20 Stück. Fahren tut er fantastisch. Ihr seht, ich bin begeistert. Das ist was ganz, ganz Feines. Einer der letzten großen 60er Jahre Supersportwagen. Kann ich euch nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Schaut euch die YouTube-Filme an. Da könnt ihr mittlerweile 50 verschiedene Autos sehen und wir filmen täglich weiter. Immer dabei bleiben. Alles Gute. Ciao, euer Stefan Luftschütz.